komplexes Thema. Also ich sage mal vereinfacht. Also erstmal im Betrieb haben wir die Preise kalkuliert für ein Erzeugnis. Da hatten wir ein ausgefeiltes, im Prinzip auch heute noch, da gab es von den Formen ja kaum Unterschiede zu der Marktwirtschaft. Da hatten wir ein ausgefeiltes System des Rechnungswesens, um die Preise, mit dem auch die Preise festgestellt wurden. Also es wurde genau ermittelt, für welches Erzeugnis, das der Betrieb herstellt, welcher Aufwand an Material und an Arbeitszeit anfällt. Das wurde bewertet und aus diesen Kostenfaktoren, die Kostenfaktoren plus der mögliche Gewinn ergaben eigentlich den Preis. Nun wurde natürlich der Preis modifiziert. Es gab also, ich sage mal, die unmittelbaren betrieblichen Aufwendungen, die also exakt ermittelt waren, ergaben den Betriebspreis. Da war aber noch kein Gewinn meines Wissens enthalten. Und dann gab es einen Zuschlag auf den Betriebspreis, Gewinnhöhe, so und so viel Prozent Gewinn. Und das war dann der Preis, zu dem das Erzeugnis vom Betrieb im Rahmen der Ware-Geldbeziehung verkauft wurde. Also so wurde im Prinzip der Preis gebildet. Nun gab es aber ein Amt für Preise. Dann gab es ein Amt für Preise in der DDR. Das Amt für Preise hat für eine große Zahl von Erzeugnissen die Preise bestätigt. So, also der Normalfall wäre eigentlich gewesen, so wie ich gesagt habe, der Betrieb kalkuliert seine Kosten ganz exakt. Das kann man ja wirklich mit ausgefeilten Methoden, Betriebsabrechnungsbogen 1, 2, Kostenträger, Kostenstellenrechnung, weiß man ganz genau, selbst wenn der Betrieb 50 Erzeugnisse verschiedene herstellt, weiß er ganz genau, was jedes dieser einzelnen Erzeugnisse an Kosten verursacht hat. In der Marktwirtschaft ist das jetzt die Grundlage für den Angebot auf dem Markt. In der DDR wäre das auch so im Grunde gewesen, aber wie gesagt, nun gab es das Amt für Preise. Und nun gab es folgende Einflüsse des Amtes für Preise. Also der Betrieb kalkuliert Brot und kommt zu der Feststellung, die Kosten für das Brot betragen 3 Mark pro Pfund. Und du sagst aber das Amt für Preise, nein, 3 Mark pro Pfund, das ist viel zu teuer, das kann sich die große Zahl nicht leisten. Das Brot darf nur 80 Pfennig kosten. Entscheidung des Amtes für Preise. In anderen Fällen sagt das Amt für Preise, der Betrieb musste immer den Preis dem Amt für Preise vorschlagen. Und soweit ich mich erinnern kann, hatte damit nichts direkt zu tun, hat in der Masse der Fälle hat das Amt für Preise gesagt, jawohl, ist so bestätigt. So, aber nun gab es natürlich Erzeugnisse, neue Erzeugnisse, revolutionäre Erzeugnisse, andere Erzeugnisse, also wichtige Erzeugnisse, die es bisher nicht gab, wo aber eine große Nachfrage war. Da hat der Betrieb auch seine Kalkulation vorgelegt, was kostet mich das? Aber um einen Anreiz zu schaffen, dass die Produktion schnell verbreitet wird, dass schnell große Stückzahlen von diesen raren Erzeugnissen hergestellt werden, hat das Amt für Preise gesagt, der Preis wird viel höher, du hast viel höhere Einnahmen, also weit mehr als die Kosten betragen, billigen wir dir zu. Und du kannst dann damit eben Voraussetzungen schaffen, um eben die Produktion dieses Erzeugnisses bedeutend zu erhöhen. So, die nächste Sache, das Amt für Preise musste natürlich jetzt auch ein bisschen ausgleichen. Wir haben ja eine Menge Subventionen gehabt für Brot und für Grundbedarf. Und damit der Staatshaushalt nicht übermäßig beansprucht wurde, hat natürlich das Amt für Preise bei bestimmten Erzeugnissen, auch dann, wenn sie genügend produziert wurden, auch gesagt, du musst die viel teurer verkaufen. Fernsehgeräte. Ich sage mal, das Fernsehgerät kostete in der Produktion 400 Mark der DDR, aber das wurde Amt für Preise sagt, richtig, 400 ist dein Industrieabgabepreis, aber du kriegst da noch einen Aufschlag drauf, das kostet 1200 und die Differenz wird an den Staatshaushalt abgeführt. Zur Deckung oder zur teilweisen Deckung der Subventionen, die eben bei Brot oder anderen Dingen gemacht wurden. Also insofern hat die Preispolitik im positiven Sinne dazu beigetragen, ich sage mal, Grundfragen der Lebensstandardsentwicklung im sozialistischen Sinne zu gewährleisten. Die Preispolitik hat dazu beigetragen,
Strukturfragen der Entwicklung zu unterstützen. Die Preispolitik hat dazu beigetragen, einen Druck auszuüben, billig und mit geringsten Kosten zu produzieren. Und die Preispolitik hat aber im negativen Sinn bei den zu vielen Subventionen auch dazu beigetragen, dass volkswirtschaftliche Verhältnisse verwischt und der Aufwand, der im Erzeugnis steckte, mit dem Preis überhaupt nicht mehr sichtbar gemacht wird. Also eine Menge positiver Seiten, aber eben auch das Problematische. Die Partei- und Staatsführung in ihrer ersten und zweiten Generation bis Honecker, sie stammten ja mehr oder weniger aus der Arbeiterklasse. Sie haben die schlimmen Zeiten, Wirtschaftskrise, Narzissmus durchgemacht. Sie haben Hunger erlebt oder sie haben Zeiten erlebt, wo eben die Arbeiterfamilie nicht wusste, wie sie ohne Hunger die nächsten Zeit überstehen wird. Also sie haben materielle Not am eigenen Leib verspürt. Und nun kann man ihnen nicht verdenken, dass sie sagen, so etwas darf nie wieder eintreten. Und daraus resultierte dann eben diese bis zuletzt ja aufrechterhaltene Festlegung, Waren des Grundbedarfes, die also der Mensch braucht, um elementar leben zu können, Essen, Trinken, Kleidung, auch Miete, Wohnen. Das muss der Mensch haben, unbeschadet seines Bildungsstandes, unbeschadet seines Einkommens. Das gehört eben zum Menschsein dazu und das muss unter allen Bedingungen gewährleistet sein. Und das gewährleisten wir mit permanent niedrigen Preisen. Es darf keine Preiserhöhung im Prinzip auf diesen Gebieten geben. Das ist ja, sage ich mal, politisch für die Anfangsphase der DDR ein durchaus vernünftiger Zug gewesen, sich sozial in der Form für die Masse zu engagieren. Allerdings mit der Zeit, mit zunehmender Zeit ist dieses Moment immer fragwürdiger geworden. Ökonomisch hat sich das immer mehr als Riesenbremse und als Katastrophe teilweise sogar erwiesen. Es hat also Riesenauseinandersetzungen auf zentraler Ebene gegeben. Darüber, gerade das Amt für Preise ist ständig kritisiert, hat mehrere Anläufe gemacht, um, ich sag mal, dieses starre Prinzip zu durchbrechen. Die staatliche Plankommission hat Ansätze gemacht, aber sie sind dann immer rüde und rigoros darauf hingewiesen worden, dass sie die Parteibeschlüsse nicht verstanden haben. Und dass also das Unabdingbare und dem Sozialismus ureigenste Grundsätze sind, an denen nicht gerüttelt werden darf. Also die Preispolitik war im Prinzip sehr problematisch und hat uns am Ende viel mehr wahrscheinlich geschadet. Zumindest also ab den neuen ökonomischen Systemsversuchen in den 60er Jahren, ab dem Zeitpunkt hätte man eine viel variablere Preispolitik machen können und machen müssen, die auch positive Effekte für die Wirtschaft gebracht hätte. Naja, dass man zum Beispiel eben den gesellschaftlichen Aufwand, den gesellschaftlich notwendigen Aufwand, also die Kosten, die bei der Produktion eines Erzeugnisses im volkswirtschaftlichen Durchschnitt, natürlich nicht überzogene, aber dass man die Kosten im Preis widerspiegelt und dass der Preis den Betrieb ermöglicht, ohne dass der Staatshaushalt dann noch eingreifen muss, dass eben seine Kosten zu decken und einen Gewinn zu erwirtschaften. Das hätte der Preis als Hebel und als Funktion zur Förderung praktisch der Ware-Geld-Beziehung ja möglich machen müssen. Er hat es ja für viele Bereiche möglich gemacht, aber für ganz viele Bereiche, die also direkt mit den Lebensbedingungen der Bürger zu tun hatten, Grundbedarf, dort hat er es nicht möglich gemacht. Und dort gab es auch keinen Grund zum Sparen. Da hat der Preis auch nicht mehr gedrückt. Am Ende haben sie die Subventionen gekriegt, die sie eben brauchten, auch wenn sie zu viel eingesetzt haben. Ich hatte das ja nachgewiesen oder andere auch. Brot ist an Schweine verfüttert worden, weil es zu billig war. Also es hat sich dann direkt materiell ins Negative gekehrt und die Subventionsmengen, die ja der Staatshaushalt dann immer zu tragen hatte und die eine Verschuldung darstellten, die sind ja von Jahr zu Jahr dann eben auch dadurch angestiegen. Und damit sind Mittel nicht vorhanden gewesen, die man für Investitionen und für die Modernisierung des Produktionsapparates hätte durchaus einsetzen können. Ich habe ja selber immer dann die Reden, wenn wir den Volkswirtschaftsplan für den Bezirk Magdeburg im Bezirkstag vorgelegt haben,
Ja, da habe ich dann immer geschrieben, eine Fahrkarte bei der Straßenbahn kostet 15 Pfennig, die zahlt jeder Bürger. Aber im selben Moment legt der Staat dann eben noch 1,50 Mark oder 1,80 Mark drauf. Und wenn Sie ins Konzert gehen, dann zahlen Sie für die Karte 3 Mark und 8 Mark zahlt der Staat drauf. Ja, das haben die Leute gehört und es ist zur allgemeinsten Selbstverständlichkeit geworden. Und wenn was ganz selbstverständlich ist, dann fehlt es erst, wenn es nicht mehr da ist. Und solange es da ist, zählt es nicht. Es ist eben normal. Und da, wie gesagt, das hat uns nie, wir haben dafür keine Anerkennung mehr bekommen. Für was Selbstverständliches kriegst du keine Anerkennung. Also insofern haben wir damit angegeben, haben das immer höher, weil es ja immer teurer wurde. Aber bei dem Volk ist das als Wohltat, die es ja wirklich im Prinzip eigentlich Rauch war, ist das gar nicht so angekommen oder akzeptiert worden. Also eine Schlussfolgerung, dass man da viel vorsichtiger hätte sein müssen und realistischer sein müssen. Und wie gesagt, da gab es ja dann sogar extreme Zuspitzungen. Ich bin knapp einer Parteistrafe entgangen, knapp. Wir hatten in Wernigerode Wohnungen gebaut, Quartier 1 und Quartier 2. Quartier 1 war bis zum Zeitpunkt X fertig und dann hatte die Zentrale einer geringen Mieterhöhung zugestimmt für die ganze DDR. Und dann hatten wir Quartier 2, das war dann in die Zeit gefallen. Und da war dann, naja, ich weiß nicht, 10 Mark Unterschied in der Miete. Und da zahlten die für dieselbe Wohnung, zahlten die einen so viel und die anderen 10 Mark mehr. Da gab es einen Riesenkrach, haben sich an Honecker gewandt, was wir für eine miserable Preispolitik machen. Und da kam dann große Untersuchung und unser Finanzer, der wurde, glaube ich, sogar bestraft. Bei mir ist es knapp vorbeigegangen, weil wir dann im Wohngebiet 2 verschiedene Preise, die beide nicht kostendeckend waren, hatten. Und so unsinnige Dinge sind entstanden. Aber wie gesagt, auch das ist eben ein Teilaspekt. Das hat auch nicht dazu geführt, dass die Wirtschaft der DDR irgendwie kaputt oder die DDR kaputt gegangen ist. Aber es hat uns Probleme gemacht. Und auch hier ist wieder, was ich anfangs sagte, das ist von außen in die Wirtschaft hinein als Rahmenbedingung gesetzt worden. Es ist keine Sache, die aus der Wirtschaft kam. Denn die Wirtschaft, sie hätte anders entschieden. Sie hat hier entscheiden müssen gegen ökonomische Vernunft, weil die Rahmenbedingungen eben unvernünftig gesetzt waren. Also nicht die Wirtschaft ist hier zu verurteilen, sondern die Rahmenbedingungen so gesetzt haben.